Freiheit auf 4 Rädern. Urlaub nicht im teuren Wohnmobil oder im ausgebauten Van, sondern einfach die Matratze ins Auto werfen und losfahren. Hier gibt's Tipps und Kniffe, wie ihr euer Auto zum mobilen Zuhause machen könnt. Mensch, Unterwegs in einer Gegend, in der die Freiheit auf der Straße liegt. Das ist so eine Kombination aus Freiheit und trotzdem sein Zuhause dabei zu haben. Vor allem, weil man halt so flexibel ist. Meine Challenge im Auto übernachten, obwohl ich das noch nie gemacht habe. Unterwegs in einer der schönsten Gegenden entlang des grünen Bandes vom Harz bis in die Altmark. Eine Reise mit Hindernissen. Ich hab Angst, dass mich hier jemand klaut. Hallo? Alles gut. Oh. Das hier ist Hinreisen, die Micro-Camping-Episode. Und ja, man kann sich im Auto auch echt zu Hause fühlen. 3 Tage unterwegs am grünen Band. Jeden Tag ein bisschen mehr Verzicht auf Komfort. Schaffe ich es wirklich allein im Auto zu übernachten? Es soll vom Harz aus in Richtung Norden gehen. Ich bin auf einen Campingplatz gefahren nach Elbingerode. Hier gibt es alle Annehmlichkeiten des Camperlebens. Schönen guten Tag. Duschen, eine Küche, sogar ein Waschsalon. Und ganz viel Camperidylle gibt es hier. Ich war als Kind das letzte Mal campen und bin ein bisschen aufgeregt. Wie ist denn der Camper so drauf als Mensch? Gut. Lustig, fröhlich, ja. Muss man ja auch eigentlich sein, ja. Wollen ja alle Urlaub machen. Das will ich auch. Hier geht das für etwa 23 €. Das hier, das wird also mein Zuhause für die nächsten 3 Tage. Ich gehe erst mal meinen Nachbarn guten Tag sagen. Ich bin ja zum Glück nicht allein hier. Wir beschnuppern uns. So, beherzter Schritt oben drüber oder? Beherzter Schritt oben drüber. Beherzter Ich Schritt. schaff das mit meinen kurzen Beinen auch. Ach du Gott, das ist doch großartig. Jetzt geht's tatsächlich schon los. Also mal, ich habe mich verhakt. Oh, super, Dankeschön. Und so lerne ich meinen Nachbarn kennen. Das ist denn die Wohnstube, wo dann alles verstaut wird, ne? Und ein möbliertes Schlafzimmer gibt's auch. Ich bin ja nur 1,52 groß. Mach das jetzt schon eine ganze Zeit und ich finde, das ist so richtig schön. Wie ein zweites Zuhause. Und ich hab's noch spartanischer, so ohne Bett und so. Mit dabei habe ich dann doch mehr, als ich dachte. Aber wahrscheinlich nicht genug. Ganz wichtig, irgendwas, um die Scheiden zu verdunkeln. Schlafsack, Dosenravioli, Luftmatratze, Kopfkissen, Waschtasche, eine dicke Jacke, ein Handtuch. Ohne Kaffee geht nix. Eigentlich gar nicht mal so viel. Ich fühle mich aber schon tatsächlich ein bisschen obdachlos, das muss man schon sagen. Aber zur Not gibt es ja hier am Campingplatz auch tatsächlich die Möglichkeit, vielleicht irgendwo zu klopfen an einem Wohnwagen, wenn es kalt wird nachts oder so. Vielleicht lässt mich ja jemand rein. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie das geht mit dem Campen im Auto, habe ich mir Verstärkung geholt und die kommt da gerade mit dem weißen Sprinter selbst ausgebaut. Mit Lucia treffe ich mich, denn Lucia ist ganz häufig unterwegs in ganz Europa mit ihrem selbst ausgebauten Sprinter. Guten Tag. Ja, wie heißt denn der wichtigste Beifahrer? Das ist Füli. Hallo Füli. Das ist Bob, auch der wichtigste Beifahrer. Sie teilen sich den Platz. Lucia hat alles dabei. Einen ganzen Hausstand. Wir trinken erstmal einen schönen Kaffee und dann erkunden wir die Gegend. Du hier so auf dem Campingplatz zu sein, was ist denn für dich so der Unterschied zum Pauschalurlaub? Eine Kombination aus Freiheit und trotzdem sein Zuhause dabei zu haben. Man ist woanders und hat trotzdem alles, was man ja, zu Hause auch so haben würde. Wir entdecken noch ein kleines, etwas versteckt liegendes Naturbad. Also auf jeden Fall glasklar. Und oh, eisekalt. Also wirklich eisekalt. Das ist so kneipkalt. Kalt. Ja, das würdest du im Pauschalurlaub nicht sehen, weil dann schon wieder 19 Uhr so das Armbrot rufen würde, was man nicht verpassen darf. Das stimmt, aber jetzt sollten wir, glaube ich, wirklich langsam gehen. Es fängt nämlich jetzt richtig an zu regnen. Gut, dass wir ein Dach dabei haben. So. Das geht ja gut los hier. Mal schauen, wie die Nacht wird. Während des Regens kriege ich jedenfalls Obdach bei Lucia. Wo sind wir denn jetzt hier? Also Casa de Lucy. Genau, sozusagen. Ja, hier sind wir in meinem kleinen, mittlerweile eigentlich fast mehr Zuhause als das tatsächliche Zuhause. Der Ort, wo ich am besten schlafe, am liebsten koche und ja, am liebsten aufwache, meine Tage verbringe. Bett, Tisch,
Küche, alles da und selbst gebaut. Sie ist handwerklich echt fit. Hier hängt auch eine Landkarte, auf der Lucia ihre Reiseziele vermerkt. Mittlerweile ist es spät. Ich bin zum allerersten Mal heute wirklich ein bisschen neidisch auf Lucy. Und das kam so. Ich stelle fest, Camping im Auto ist echt beschwerlich. Für mich als Anfänger. 2 Uhr morgens. Es gibt eine Lücke zwischen Rückbank und Vordersitz. Ich kann so nicht liegen. Was macht der Camper da? Tatsächlich wirklich in Embryonalstellung schlafen. Ja, aus dem Alter bin ich raus. Schon ein bisschen länger. Ich stopfe einfach meine Sachen in die Lücke. Irgendwie wird's schon gehen. Muss ja. Aufbau gelungen, überlebst du die Nacht? Na, ich bin total gespannt. Also ich bin gespannt, was mein Nacken morgen früh sagt. Aber es sieht doch erstmal tatsächlich ganz wohnlich aus. Jetzt Abendessen. Besteck. Brauchen wir Besteck in der Gemeinschaftsküche? Wir gehen erstmal hin. Hier gibt's bestimmt Messer und Gabel für mich. Meine Challenge ist ja, allein klarzukommen. Mal wieder was gelernt über Campingplatzküchen. Ich glaube, hier muss man Dinge selbst mitbringen. Also doch zu Lucia. Sie hat Besteck. Aber keinen Dosenöffner. Zum Glück gibt's ja die Nachbarn. Guten Abend. Kurze Frage, haben Sie zufällig einen Dosenöffner? Alles gut. Keine Angst zeigen. Es geht ja immerhin ums Essen. Haben Sie ganz vielen lieben Dank und noch einen schönen Abend. Aber alleine irgendwo auf dem Feld darfst du dann auch nicht stehen, da musst du dann wirklich alles dabei haben. Weil ich jetzt nicht nochmal fragen will, gibt's die Ravioli eben kalt. Campen ist hart, aber Zähne geputzt habe ich trotzdem. Ich passe nicht ganz rein, das heißt, ich muss hier tatsächlich in Embryonalstellung schlafen. Klappe zu, Licht aus. Und dann kitzeln mich die ersten Sonnenstrahlen durch die Autofenster wach. Oh, das war eine abenteuerliche Nacht. Ich war zwischendurch ganz häufig wach. Dann braucht man wieder 5 Minuten, bis man richtig liegt. Und dann passiert wieder irgendwas und dann muss man aufs Klo und dann wird man wieder wach. Und ich will frühmorgens gleich los, Richtung Norden, immer am grünen Band entlang, aus dem Harz Richtung Altmark. Was für eine Ruhe und was für eine Idylle. Hier auf dem Campingplatz bin ich ganz spartanisch unterwegs. Aber was würdet ihr mitnehmen, wenn ihr im Auto schlaft, so wie ich? Schreibt's mir doch einfach in die Kommentare. Und jetzt springt das doofe Auto nicht an. Ich hab's nachts nicht richtig ausgemacht. Die Batterie ist leer. Anfängerfehler. Für den Campingplatzbetreiber ist das hier echt Routine. Jetzt aber. Wir fahren ein paar Kilometer nach Wülperode an die Grenze Richtung Niedersachsen. Wir sind unterwegs am grünen Band an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Hier inmitten dieser wunderbaren Landschaft zwischen den Dörfchen war mal der Todesstreifen, die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland. So sah es hier aus. Teile der ehemaligen Grenzanlage sind heute ein Denkmal. Gepflegt übrigens von Schülern eines Gymnasiums aus der Gegend. Das hier alles instand zu halten, das ist Geschichte zum Anfassen. Wer hier lang fährt, weiß ja gar nicht mehr, dass man da überhaupt nicht lang fahren durfte. Es ist halt für uns mittlerweile nur noch diese Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, aber nicht mehr die Grenze zwischen Ost und West. Mehr zur Geschichte dieses Ortes, an dem die Welt zu Ende war, erfahrt ihr in der Reportage Mauer, Bunker, Grünes Band. Den Link habe ich euch in die Videobeschreibung gepackt. Ein Zwischenstopp lohnt sich hier auf jeden Fall. So langsam stellt sich tatsächlich so ein bisschen Roadtrip-Feeling ein hier. Wir haben nämlich noch was entdeckt neben dem Grenzdenkmal. Hier gibt es noch einen riesig großen See. Ist das nicht schön hier? Und das ist wirklich das Tolle. Wenn man sich die Zeit nimmt, zwischendurch mal anzuhalten, dann wird man eigentlich immer irgendwie belohnt. Ja. Und sei es nur mit so einer tollen Aussicht. Wow. Wo habt ihr schon mal eine richtig tolle Überraschung erlebt, wenn ihr irgendwo angehalten habt? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare.
Ich will jetzt aber weiter. Macht's gut. Es geht nach Norden, immer am grünen Band entlang. Fündig werde ich in Dähre im Kreis Salzwedel. Ganz wichtig, checkt, wo ihr wirklich stehen dürft. Wer es ein bisschen einsamer mag, der kann sich auch einfach einen Campingstellplatz aussuchen, einen Wohnmobilstellplatz. Davon gibt es ganz, ganz viele bundesweit. Die findet man eigentlich auch in jeder guten Navigationssoftware oder auch im Internet. Also hier so ganz alleine stehen. Ich weiß nicht, was sagst denn du? Sorry, aber ich habe Angst, dass mich hier jemand klaut. Ich habe noch eine weniger einsame Stellplatzvariante gefunden. Eine mit Alpakas. Aber jetzt erstmal Stopp. Hier ist gleich Ladenschluss. Puh, das hat gerade noch mal geklappt. Letzter Poeng hier am Dorfladen. Ganz wichtiger Lifehack für die Altmark. Wenn ihr irgendwo vorbeikommt, wo es Essen gibt, dann nehmt es einfach mit, denn die Wege sind wirklich weit. Wir fahren jetzt bis nach L.A. Jedenfalls nennen sie hier Langenapel so. Das ist ein Ortsteil von Salzwedel, eine eher ländliche Gegend. Bäh. Promis sind hier eher die Schafe. Hallo, kleines Schaf. Ich habe einen Stellplatz reserviert, der muss hier irgendwo sein. Ich will gerade die Mail aufrufen. Ich habe aber keinen Handyempfang. Jetzt weiß ich nicht genau, wo wir hin müssen, aber wir fragen uns mal durch. Und dann finden wir uns auf Anhieb. Ja, in Langenapel kann man sich schon verlaufen, also so ist das nicht. Also nur ein bisschen. Schönen guten Tag, ich bin Tom. Hallo. Carsten, sagen die zu mir. Hallo. Guten Tag. Hi, Fabian. Hallo. Das ist eine Privatadresse für kurzentschlossene Stopps. Der Preis ist erschwinglich. 90% der Gäste sind es halt so, dass die irgendwie einen Tag vorher buchen oder halt am gleichen Tag vormittags oder sowas. Und ich hab gesehen, hier gibt es auch Alpakas irgendwo. Ja genau, theoretisch wären die hier auf der Wiese. Ja, aber praktisch... Meistens sind sie vormittags oder morgens noch. Ja. Hierhin habe ich mir eine Car-Camping-Expertin eingeladen. Sirka unternimmt mit ihrem roten Twingo wochenlange Touren. Ich kenne sie von Instagram. Sie weiß, wie man mit einfachen Mitteln aus einem Auto ein rollendes Ferienhäuschen macht. Wir haben schon mal Feuer gemacht. Richtig toll. Was gehört denn für dich dazu, wenn du irgendwo ankommst? Tatsächlich? Also ich muss auf jeden Fall erstmal mein Bett freiräumen, weil natürlich jetzt da irgendwie noch alles vollgestellt ist und ich packe das dann meistens einfach auf den freien Sitz vorne. Du hast bestimmt einen Kocher, oder? Ja, habe ich. Ah, großartig. Alles dabei. Ganz wichtig, Ordnung halten. Ich sortiere mich dann eigentlich am Anfang immer erstmal ein bisschen. Das sieht so aus, als ob hier wirklich jeder Zentimeter genutzt wird. Ja. Ich habe das nämlich angefangen, als ich nämlich in Urlaub wollte. Und ich hatte, glaube ich, 2 Tage oder so noch Zeit von der Idee bis zur Abfahrt. Ich krieg jedenfalls langsam Routine. Ich gehe mal davon aus, dass du dich bewusst gegen eine aufblasbare Luftmatratze Ja. entschieden hast. Ja, aus Gründen Ja, wahrscheinlich. ja. Aber man passt ja sowieso nicht der Länge nach rein. Ja, Also es geht ja sowieso nicht. ja, Also man muss sich geht ja sowieso irgendwie- nicht, ja. Vielleicht gibt es da so Kinderluftmatratzen oder so. Mit denen hätte ich es vielleicht probieren können, aber Aber man muss sich knorkeln. Morgen, wenn's hell ist, muss ich mir das alles noch mal genauer erklären lassen. Jetzt ist erst mal Zeit, unter dem glasklaren Sternenhimmel der Altmark am Feuer zu sitzen. So geht Freiheit. Sirka hat echt Sachen drauf. Einfach eine Wasserflasche auf die Taschenlampe stellen, schwupps hast du Beleuchtung fürs Außenwohnzimmer. Mal gucken, was der Morgen bringt. Und vielleicht sehen wir ja morgen früh auch tatsächlich die Alpakas. Da freue ich mich schon drauf. ...16 Grad Komfortzone steht in meinem Schlafsack drin. Das hat überhaupt nicht gereicht, aber ich bin gut durch die Nacht gekommen. Einfach mit dem Zwiebelprinzip. 1, 2, 3, 4 Schichten und dann geht's irgendwie auch. Was für ein toller Morgen. Was für eine kalte Nacht. Ein bisschen gefroren habe ich, aber dann tatsächlich erstaunlich gut geschlafen. Sirka ist auch schon wach. Moin, moin. Morgen. Wie war denn die Nacht für dich? War richtig gut. Ja, also ich finde es gar nicht so kalt. Du hast auch eine dicke Decke. Ja. So einmal da. Mensch, du trägst sogar
Hausschuhe? Hausschuhe, Outdoor-Hausschuhe quasi. Ja. Warum ja, das? ist einfach, wenn ich hier nochmal rein und raus gehe, dann die ganze Zeit die Schuhe nochmal an- und auszuziehen. Das ist irgendwie unkomplizierter, wenn man dann einfach so Schlappen hat, in die man mal so reinschlappen kann. Genau. Chaka Alpaka. Das war sozusagen der geschützte Stellplatz hinter dem Haus. Wie ganz allein übernachten geht und worauf Sirka achtet, das will ich sie später noch fragen. So sieht es bei mir aus. Guck mal, bei Sirka sieht es aus viel ordentlicher und viel geplanter. Und dafür gibt es ganz handfeste Gründe. Und das liegt nicht daran, dass ich ein bisschen unordentlich bin, sondern das liegt an der Planung. Und das lassen wir uns gleich mal erklären. Das sind keine Tischbeine aus dem Möbelhaus. Genau. Das sind ehemalige Staubsaugerrohre. Die lagen tatsächlich bei mir daheim im Keller noch rum. Genau. Je nachdem, wie der Untergrund ist, kann man die dann immer anpassen. Das hier ist so mein Gewürzregal. Das ist auch immer, ja, hat sich einfach bewährt, dass wenn ich hier so stehe zum Kochen, dass ich einfach alles griffbereit habe. Verdunklung. Genau. Je nachdem, wo man steht, kann ja auch mal sein, dass man irgendwie eng auf eng steht. Da hat man dann einfach ein bisschen Privatsphäre. Und natürlich auch, wenn morgens die Sonne drauf scheint, dass man dann nicht direkt 50 Grad im Auto drin hat. Du hast sogar eine Wärmflasche dabei. Wie clever ist das denn? Damit sie gerade im Auto liegen kann, hat sie etwas gebaut. Ist das einfach hier nochmal so ein Holzbrett, was ich quasi rausziehen kann. Das rastet dann hinten in der Schiene ein und steht eigentlich so auch ganz stabil. Also ist es ein teurer Spaß, eine teure Angelegenheit? Oder? Tatsächlich gar nicht so wirklich, also gerade im Vergleich zu dem Vanlife. Weil man eigentlich mit den Dingen, die man sowieso schon hat, also zum Beispiel das Auto oder dann auch so Kochgeschirr von daheim, ganz, ganz viel machen kann. Ja. Das hier ist wirklich dein Zuhause, nicht nur für einen Tag oder mal für eine Nacht, sondern ja auch für Wochen. Ja, genau. Teilweise auch sogar für einen Monat. Man kann einfach jederzeit überall hin. Wie toll ist das denn? Wir verlassen L.A. Ein Ausflugsziel nicht weit von hier ist übrigens Jasau, ein Dorf, das unmittelbar an der Grenze lag, an 3 Seiten von Niedersachsen umgeben. Die Anwohner wurden umgesiedelt, das Dorf abgerissen. Heute erinnern noch Ruinen im Wald daran. Übrigens kann man in der Grenzwandler-App den Ort erkunden und die MDR-Dokumentation Mauer, Bunker, Grünes Band, die kann ich euch auch empfehlen. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ein Roadtrip ist das hier, entlang des grünen Bandes. Sirka sucht einen Rastplatz. Ach Mensch. Oh, Schattenplatz. Gute Idee. Voll schön hier, ja. Ja, sag mal, wie suchst du denn eigentlich deine Stellplätze aus? Warum sind wir jetzt hierher gefahren? Also ich achte halt voll viel auch auf Sicherheit. Gerade wenn man alleine am Reisen ist, schaue ich halt zum Beispiel, dass ich jetzt nicht in der Nähe von einer Autobahn oder sogar auf einer Autobahnraststätte bin, sondern da einfach immer ein paar Kilometer wegfahre. Genau, und es ist natürlich auch wichtig, dass man überhaupt dort stehen darf. Also entweder man ist auf so einem bezahlten Stellplatz drauf oder es gibt dann halt explizit Schilder, wo es dann auch drauf steht. Ganz wichtig auch, Bewertungen lesen, aufs Bauchgefühl hören. Jetzt aber? Tierchen geht immer, oder? Ja, also, auf das jeden ist doch Fall. super. Ja. Möchtest du den Stuhl noch aufbauen? Ja, also, das kriegen wir doch. Ja? Danke. Gut. Achso, ja, das ist doch selbst erklärt. Das ist doch... Wow. Mensch. Oh. Wann hast du eigentlich zum letzten Mal was zum ersten Mal gemacht und ich sag Microcamping? Jetzt muss ich mal durch den Salat fragen. Du bist ja schon eine ganze Weile und vor allen Dingen auch ziemlich lange unterwegs mit diesem Auto. Was hat das denn mit dir gemacht, so zu reisen? Also es hat mir auf jeden Fall voll viel Selbstvertrauen auch so gegeben, weil man natürlich voll viele Entscheidungen selbst treffen muss, wenn man auch alleine reist. Und die haben sich bisher eigentlich immer als ziemlich gut dann auch erwiesen. Am Anfang habe ich gedacht, das wird ein Trip mit total viel Verzicht, aber eben halt auch eine echt
günstige Reise, spart sich ja das Hotel. Aber dann habe ich gemerkt, eigentlich ist das alles unbezahlbar hier. Das stimmt, ja. Also ich finde, das ist sogar überhaupt gar kein Verzicht, sondern halt eher ja, eine Bereicherung, wenn man so auf so eine Art und Weise Urlaub machen kann. Urlaub im Auto war das. Entlang des grünen Bandes in der schönen Altmark Micro-Camping. Ein echtes Abenteuer. Wenn ihr Lust habt auf mehr hinreisend, dann schaut doch einfach mal hier. Hier habe ich euch mal die Episode über das Verreisen mit dem Dachzelt reingepackt. Und wir haben auch noch eine Episode, wo wir mit dem Van unterwegs waren. Schön ist es. Einfach machen, einfach losfahren.